Ich habe Angst um die neue Generation. Ich bin ja schon nicht besonders optimistisch, was Gen Z angeht, meine eigene Generation. Aber Gen Alpha, ich habe keine Hoffnung für Gen Alpha. Diese Kinder sind komplett verloren. Und schuld daran ist das Internet. Wisst ihr, als Kind der Gen Z habe ich im Alter von 12 Jahren ein eigenes Smartphone bekommen. Viele andere Kinder meiner Generation hatten schon davor eins. Die Generation Alpha wächst aber noch viel stärker mit Smartphones und dem Internet auf als wir. Ich meine, schon nach ihrer Geburt sehen die Kinder heute überall Menschen, die Smartphones benutzen. Und das in allen möglichen Situationen. Beim Chillen, beim Warten, beim Essen, teilweise sogar beim Reden. Dementsprechend werden die Kinder Smartphones als einen essentiellen Bestandteil des menschlichen Lebens wahrnehmen. Unweigerlich werden sie also auch selbst in Kontakt mit Smartphones kommen. Laut einer Studie aus dem Time Magazine haben die meisten Kinder ab einem Alter von 2 Jahren schon mal ein Smartphone oder ein Tablet benutzt. Das heißt, schon bevor diese Kinder überhaupt den geistigen Entwicklungsstand von einem Hamster erreicht haben, hatten sie schon Zugriff auf moderne Technologien mit Suchtfaktor. Leider sind Screens für viele Kinder deutlich interessanter als klassische Spielzeuge. Dass die kreative Entwicklung der Kinder darunter leidet, muss ich, glaube ich, nicht erklären. Ich meine, in den USA sitzen schon 8- bis 10-Jährige 6 Stunden täglich vor irgendwelchen Bildschirmen. Malen, mit Lego bauen oder Geschichten erfinden und mit seinen Freunden nachspielen, das sind alles Dinge, für die heute nicht mehr viel Zeit übrig ist, weil die Beschäftigung mit Bildschirmen so viel Zeit verschlingt. Oder anders gesagt, während Kinder früher vor allem Dinge geschaffen haben und dabei nicht nur ihren Körper, sondern auch ihren Geist eingesetzt haben, ist die heutige Generation viel mehr damit beschäftigt, zu konsumieren. Die Frage ist jetzt, was konsumieren die Kinder? In ihren frühen Lebensjahren. Also das, was ihr sagt, kann ich auf jeden Fall nur bestätigen. Kinder haben heutzutage viel zu wenig Kreativität, die sie ausleben können. Viel zu viel Zeit alleine, mehr Distanz von anderen Menschen. Die sind mehr alleine und damit kommt auch ein gewisses Depressionsrisiko mit einher, würde ich mal sagen. Denn klar, es gibt Leute, die können alleine sein, aber ich glaube, dass der Großteil auf jeden Fall viel unter Menschen sein muss, mehr interagieren muss. Und durch diese Sucht wird das indirekt unterdrückt, weil man einfach süchtig ist nach dem Dopamin, was dieses Gerät in einem auslöst. Und wer weiß, was andere Leute da noch so drauf machen. Auf jeden Fall alle Apps, alle Benutzersachen und so weiter lenken einen ab von der Interaktion von Menschen, von Familie, Freunden, Bekannten und die Entwicklung der Kinder. Also da werden, denke ich mal, nicht überaus schlaue Menschen heranwachsen. Davon gehe ich im Moment davon aus, wenn diese Kinder sehr, sehr viel am Handy hängen, beziehungsweise am Tablet, Laptop, YouTube, Apps und so weiter. In diesem frühen Alter, wo man eigentlich das Fundament legt für das gesamte Leben. Dann werden sie wahrscheinlich vor allem Kinderserien schauen. Peppa Pig und was es sonst noch so gibt. Ich habe keine Ahnung, was für Kinderserien gerade. Vielleicht werden sie auch irgendwelche Kinderspiele zocken. Und manche werden wahrscheinlich auch YouTube Kids schauen. Ihr müsst euch vorstellen, das ist der Content, bei dem die Kinder später Nostalgie fühlen werden. Zu Anfang beschränken Eltern die Internetnutzung für ihre Kinder noch. Zumindest wenn sie nicht von allen guten Geistern verlassen sind. Aber irgendwann mal bekommen die Kinder freien Internetzugang. Und das ist der Moment, wo die wirklichen Probleme anfangen. Das Internet ist nämlich kein Ort für Kinder. Denkt einfach mal an TikTok. TikTok ist eine Plattform, auf der du in erster Linie Content findest, der kurz ist, leicht zu verdauen und in den meisten Fällen keinen Mehrwert bietet. Wenn ich an einem Tag mal eine halbe Stunde TikToks schaue, kann ich mich schon am Ende des Tages kaum mehr daran erinnern, was ich überhaupt gesehen habe. Der Unterhaltungskontent ist aber gar nicht das Problem. Ich meine, auch ich produziere seit einer Weile TikToks, die ziemlich einfach gehalten sind. Das Problem ist, dass die Plattform ein extrem hohes Abhängigkeitspotenzial hat. Zuerst gibt es bei TikTok einen genialen Algorithmus, der dafür sorgt, dass du möglichst nur solchen Content vorgeschlagen bekommst, den du auch sehen möchtest. Die Plattform analysiert, welche Videos dir in der Vergangenheit gefallen haben und sucht anhand dessen weitere Videos raus, die dir gefallen könnten. Du musst überhaupt nicht selbst nach Content suchen, der dich ansprechen könnte, sondern einfach nur kontinuierlich nach unten wischen. Weil TikTok-Videos direkt zur Pointe kommen und voller aufregender Reize sind, lösen sie schnell Dopamin, also Glückshormone in unserem Gehirn aus. Und alle TikTok-Nutzer wissen, dass sie nur nach oben
oben wischen müssen, um sofort weitere Glücksgefühle zu spüren. Das Problem ist, wenn du eine App wie TikTok hast, die in Sekunden schnelle Dopamin in deinem Gehirn ausschütten kann, geht die Lust verloren, andere Dinge zu tun, die vielleicht notwendig wären, aber weniger Dopamin ausschütten. Deswegen ist es auch so einfach, mit TikTok zu prokrastinieren. Arbeiten, lernen, Gespräche führen, Sport treiben, all das wird auf einmal unattraktiv und alles, was wir tun möchten, ist mit dem Handy im Bett chillen und TikToks schauen. Schon für Erwachsene ist es schwer genug, ihren TikTok-Konsum zu kontrollieren. Da frage ich mich, wie zur Hölle Kinder ihre Zeit auf der Plattform einschränken sollen. Die meisten Teenager haben ja nicht mal die Disziplin, jeden Tag ihre Unterhose zu wechseln. Gleichzeitig zerstört dieser dauerhafte Konsum die Aufmerksamkeitsspanne. Im echten Leben wird eben nicht im Sekundentakt Dopamin ausgeschüttet. Und Kinder mit einer geringen Aufmerksamkeitsspanne werden es in der Schule nicht besonders leicht haben. Und auch nicht im Privatleben. Niemand führt gerne Gespräche mit einer Person, die Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch hat. Früher oder später werden Kinder neben dem recht harmlosen Unterhaltungscontent auch auf andere Videos stoßen. Sie werden Videos mit extremen politischen oder gesellschaftlichen Meinungen sehen, sie werden Narzissten sehen, sie werden Videos sehen, die bis zum Überlaufen sexualisiert sind und Videos, die einfach nur abstoßend sind. Und als Kinder, die sich noch kaum in der Welt zurechtfinden und überall nach Orientierungspunkten suchen, werden sie diesen Content aufsaugen wie ein Nasenbär. Das Internet wird ihren Geist mit dem ganzen Bullshit der modernen Gesellschaft vollpumpen. Und das Internet nimmt damit unweigerlich eine Rolle in der Erziehung der Kinder ein. Und dass der Generation Alpha das Internet überhaupt nicht gut tut, können wir schon an den ersten Gen Alpha Memes sehen. Ich meine, was zur Hölle ist Skibidi Toilet? Ich wusste doch, ich hätte dich abtreiben sollen, du kleine Fidget-Spinner-Geburt. Ich weiß nicht, wie man all die Probleme lösen kann, die ich jetzt aufgezählt habe. Dementsprechend habe ich auch wenig Hoffnung für die zukünftige Generation. Wenn ich schon davor vermutet habe, dass ich keine Rente in meinem Leben sehen werde, dann habe ich jetzt die Unterschrift darauf bekommen. Aber Leute, das war's mit dem Video. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr noch Hoffnungen für Gen Alpha habt. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ab dem 13. bzw. mit 13 um den Dreh bildet sich der gesamte Charakter. Und wenn man die ganze Zeit auf TikTok unterwegs ist und so weiter, saugt man diesen Content einfach auf. Und es ist dann so, dass sich dein Charakter aus dem, was du halt anschaust, bildet. Das bedeutet, du kannst entweder was Gutes dir aufbauen als Charakter, was Schlechtes. Keine Ahnung, keine Ahnung. Und hier ist das Problem, das ist einfach ein Zufallsspiel und du als Mutter oder Vater, auch als zukünftiger oder auch jetzt schon vielleicht, bist dazu in der Verantwortung und trägst die Zukunft deiner Kinder in deinen Händen. Natürlich kannst du nicht, ab einem gewissen Zeitpunkt kann man das nicht mehr kontrollieren, aber wenn das Fundament richtig gelegt ist, dann kannst du vieles bewirken und positiv lenken, wenn auch nicht 100%, aber du hast dieses Kind in die Welt gesetzt und du musst dich darum kümmern, damit es positiv, gesund, glücklich aufwächst und eine gute Entwicklung hat. So, das war's zu diesem Video.